Da piep ich jetzt ganz schnell mal drüber, sonst ist Rage online. Rockhard vor 2 Jahren, Rockhard heute. Was hat sich in dem Zeitpunkt für euch bzw. für dich verändert? Die Spielzeit. Wir spielen jetzt später und das Publikum ist immer noch gleich geil. Also es war das erste Mal beim Rockharz, da haben sich die Leute hingekniet am Schluss der Show für die Krönungsszene mit dem Hootsman. Ne? Und heute, also dieses Jahr war es wieder dasselbe. Und ich war ein bisschen nervös, dass es diesmal nicht passieren würde. Aber ich wurde quasi eines Besseren belehrt und das ist doch immer schön, wenn man sieht, dass die Leute immer noch Freude am gleichen Scheiß haben. Ne? Ich habe euch tatsächlich das erste Mal vor 2 Jahren auf dem Rockharz gesehen. Ich kannte euch vorher nicht. Ja. Meine Freundin hat euch gegoogelt. Wir haben The Unicorn Invasion of Dundee gefunden und fanden das so geil, dass wir sofort zu eurem Gig gefahren sind. Ja. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, wieso ich überhaupt in der Band bin, mit diesem blöden Songtitel. Ja? Ja. Wie kam es dazu? Also Chris von Ailstorm hat mich damals angefragt, nachdem ich ein Video aufgeladen hatte auf YouTube für Dragon Force Singer Audition. Hat er mich gefragt, ob ich mitmachen wolle bei seinem neuen Projekt. Und zuerst habe ich abgelehnt. Und dann hat er aber nochmal nachgehakt, so ein halbes Jahr später, und gesagt, ja, wir haben schon alle Songs, wir haben schon ein Label und wir haben einen Song, der heißt The Unicorn Invasion of Dundee. Da konnte ich nicht ablehnen. Ne? Absoluter Wahnsinn. Es war aber auch vorher eine richtig krasse Show. Also ich muss sagen, das war heftig. Ich habe nachdem ich im Graben war, oben vom Soundtour ein bisschen zugeguckt. Habe eine sehr schöne Aufnahme von euch, wie ihr diese Laola-Welle macht mit der im Weitwinkel. Super Sache. Und kannst du mir schicken noch? Ja, das schicke ich dir sehr gerne, auf jeden Fall. Und was ich dich jetzt fragen wollte, ist, was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas siehst? Auf der Bühne jeweils nicht so wahnsinnig viel. Das sind so Grundinstinkte wahrscheinlich. Und da stehe ich nur die Leute und habe einfach Freude. Aber wahnsinnig viel drüber nachdenken kann ich gar nicht, weil ich muss mich ja auf verschiedene Sachen konzentrieren. Und erst im Nachhinein, wenn ich eben die Videos oder Bilder sehe, dann fällt mir auf, wow, das ist unglaublich, ne? Wie die Leute mitmachen. Das definiere ich auch als geile Show dann am Schluss, wenn eben das Publikum so mitmacht wie jetzt hier am Rockharz. Ne? Das ist der Hammer. Ja. Darf ich fragen, was musst du dann alles beachten, wenn du auf der Bühne stehst? Also vor allem vor dem Konzert, da muss ich sehr viel beachten, halt, dass ich die Hose nicht vergesse anzuziehen und solche Sachen. Ja, die ganze Rüstung halt. In-Ear-Monitoring, was ich neu jetzt auch benutze, dass das funktioniert. Das ist immer so ein bisschen heikle Geschichte. Ja. Ne? Zum Beispiel gestern am Autenlaut haben wir gespielt und da hat irgendwas, ist mir wahrscheinlich rausgerutscht, ein Kabel oder so, hatte ich auf einem Ohr keinen Empfang mehr. Ja, das war jetzt dann ziemlich mühsam. Solche Geschichten halt. Und dass mir nicht zu viel Schweiß in die Augen kommt und ich nicht mehr sehe und sowas. Vor allem auf so einer großen Bühne wie jetzt hier auch, wo ich ja ziemlich viel rumspringe, ist halt wichtig, dass man sich überall hören kann, weil sonst überanstrengt man sich beim Singen und dann wird es irgendwann mühsam. Ne? Ja, das glaube ich. Wie lange singst du dich eigentlich ein vor einem Gig? Ja, ist unterschiedlich, aber mindestens so eine halbe Stunde probiere ich schon einen Song. Krass. Ja. Schaffst du das auch regelmäßig? Ja, irgendein Scheißhaus findet man immer, wo man sich einsingen kann. Es muss ein bisschen hallen, das finde ich immer gut und nicht zu laut sein drumherum. Ja. Ne? Darf ich immer fragen, wie singst du dich denn ein? Hast du eine spezielle Übung oder ist es nur so lalalala? Nein, es ist eigentlich nicht lalala, sondern immer so ein bisschen was anderes. Also das, was mir halt gerade in den Sinn kommt. Ich mache das auch zu Hause zum Spaß, spiele ich ein YouTube-Video ab, so mit Epic Metal oder ich muss nicht unbedingt Metal sein, es kann auch Epic Music sein im Sinne von Klassik zum Beispiel. Und dann singe ich da irgendwas, was mir gerade in den Sinn kommt. Und das gleiche mache ich beim Einsingen auch. Das war 2004, glaube ich, ja. Und zwar ein ziemlich lokales, selbstorganisiertes Konzert mit meiner damaligen ersten Band. Und da habe ich gemerkt, ja, es gefällt mir, auf der Bühne zu stehen. Ja. Und den Leuten hat es auch damals gefallen. War natürlich ganz ein anderes Niveau als heute, ist ja klar. Aber es war schon eine coole Erfahrung damals. Probt ihr eigentlich zusammen? Nein. wir haben vielleicht einmal in der ganzen Bandgeschichte zusammen geprobt. Ja. Und zwar vor dem ersten Konzert, das wir hatten. Da waren wir einen Tag vorher dort, extra, damit wir proben konnten. Und danach haben wir nie mehr geprobt. Und manchmal ist es effektiv so, dass wir neue Songs spielen, die wir noch nie zusammen gemacht haben, auf einer Bühne vor 10.000 Leuten. Krass. Ja. Das ist krass. Ist da schon mal was richtig schief gegangen? Ja, aber das merken die Leute nicht, weil bei neuen Songs, da wissen sie ja nicht, wie es klingen müsste. Ne? Magst du mir mal so ein Erlebnis erzählen, wo du dachtest, oh bitte jetzt nicht? Ja, zum Beispiel, also vergesse ich halt den Text manchmal bei neuen Liedern. Bei den Eltern ist es dann so, dass die
die Leute dann so laut mitsingen, dass sie es wieder hören. Da funktioniert es, ne? Bei den Neuen spielt es keine Rolle, weil sie es nicht wissen. Entschuldigung, das ist die beste Antwort, die ich bis jetzt auf diese Frage bekommen habe. Vielen Dank. Ich bin von deinem Kostüm absolut beeindruckt. Wo hast du das denn her? Das jetzige, das habe ich wieder aus Polen. Und das erste war auch schon aus Polen, aus der gleichen Werkstatt. Das habe ich damals bestellt. Für den halben Preis, weil ich gesagt habe, ich spiele in einer Band. Und das gleiche jetzt wieder, ich habe das günstig gekriegt, weil sonst wäre es eben 1.000 Euro. Ja. Und in der Zwischenzeit für das Video hatte ich noch so eine Spezialrüstung aus China. Die hat aber in die 3.000 Euro gekostet und war qualitätsmäßig scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Sie hat zwar gut ausgesehen, aber zum auf der Bühne rumspringen geht das nicht. Ist viel zu klobig. Ne? Ja. Aber das ist jetzt was ganz Interessantes, sagt dein Kostüm im Video. Ihr habt ja doch, ich will jetzt mal sagen, einen gewissen Stilwechsel gehabt. Ihr habt angefangen mit der Medieval und jetzt seid ihr auf Weltraum-Superhelden umgeschwenkt. Wie kam es dazu? Ja, das war auch so eine Idee von Chris halt, ne, unserem Keyboarder. Die Idee dazu, die hatten wir wahrscheinlich irgendwo auf einer Tour. Jedes Mal, wenn ich Chris treffe, dann hat er wieder irgendwelche anderen verrückten Ideen und jedes Mal denke ich, wow, das ist cool, das müssen wir machen. Und das nächste Mal ist schon wieder das ganz anders. Ja, ist manchmal schade. Aber ich denke, Space ist halt auch so ein Thema, das viele interessiert, gleich wie auch das Mittelalter. Und das nächste Album wird wahrscheinlich thematisch wieder ein bisschen was anderes sein. Aber die Geschichte trotzdem fortsetzen. Nahtlos. Ne? Wahnsinn. Weißt du schon, in welche Richtung ihr beim nächsten Album geht? Ja, so gewisse Anhaltspunkte habe ich schon. Also man hört es ja auch, wenn man das zweite Album zu Ende hört, dann am Schluss explodiert die Erde, ne? Und es reißt ein Loch in die Sphäre, durch das der böse Zauber flüchtet und ich, Angus McPhife, gehe ihm hinterher. Und das zweite Album spielt dann effektiv in dieser Phase zwischen den Welten wahrscheinlich. Und in dieser Zeit und Raum, in diesem Kontinuum, da kann man diverse, ich sag mal zum Beispiel Japan besuchen, diverse Locations, diverse Zeiten besuchen. Und das wird dann ziemlich lustig. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sein, ich habe mich wirklich mega auf dieses Interview gefreut. Und ich dachte so, voll geil, ich bin nämlich ein riesen Schottland-Fan. Ich war vor 2 Wochen da und dachte, geil, jetzt kann ich ganz viel über Schottland fragen. Und dann lese ich gestern im Vorbereiten ein bisschen drüber, du kommst ja aus der Schweiz. Da dachte ich, ist leider so. Verdammt, da geht das nicht. Aber fängt beides mit SCH an und hat viele Berge, also... Ja, so unterschiedlich ist es gar nicht, das stimmt. Und offiziell bin ich ja immer noch aus Schottland, also kannst du mich gerne was fragen. Sehr gerne. Ich war schon mal. Ja? Wenn ihr mal ein Bandtreffen drüben, macht ihr drüben mal ein Bandtreffen oder ist es immer nur auf Tour? Nur auf Tour. Also das erste Mal waren wir auch auf einer UK-Tour zusammen und da waren wir auch in Schottland für 2 Dates. Dundee und Glasgow. Und dann haben wir noch so eine kleine Rundreise gemacht an alle die Standorte, die auch in unserem Album vorkamen, wie zum Beispiel Anst. Hast du Familie, darf ich das fragen? Ja, Familie ist übertrieben, ich habe einen Sohn. Genau. Und wie schaffst du es dann, ich sag mal, das Privatleben mit dem Bandleben zu vereinen? Weil ich stelle mir das nicht einfach vor. Ihr seid jetzt keine kleine Band mehr. Ja, das stimmt. Also es geht zwar noch. Also ich arbeite nebenbei auch noch als Notar. Als Notar? In der Schweiz, genau. Wahnsinn. Habe mein eigenes Büro und deshalb geht das auch mit auf Tour gehen. Ne? Andererseits würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich angestellt wäre. Und ja, solange es so geht, ist es super. Also ich möchte jetzt nicht das eine oder andere aufgeben müssen. Das werde ich wahrscheinlich auch nie. Hoffe ich doch. Und von dem her denke ich mal, dass wir bis 70 durch sind mit den 21 Alben, die noch geplant sind. Dann mit Rollstuhl, Rollator auf die Bühne. Wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Ich freue mich drauf. Ich nicht. Ich bin ja der Typ im E-Rollstuhl, der sich im Kreis dreht im Moshpit. Wissen deine Kunden, dass du Musik machst? Ja, also mittlerweile komme ich ab und zu auch in den Zeitungen in der Schweiz. Ist zerweglen. Ist tatsächlich so. Und es gab schon mal Kunden, die gekommen sind und gefragt haben, ob ich ihnen den Vertrag nicht vorsingen könnte. Nein. Habe ich gesagt, nein, das wäre zu teuer, die Gage. Ne? Das ist ja cool. Wie kommst du dann mit dem Stress klar? Es ist alles eine Organisationsfrage am Ende. Ich denke, Stress passiert nur, wenn Fehler passieren. Ne? Und ich probiere die Fehler möglichst zu vermeiden. Geht nicht immer natürlich, ist klar. Aber größtenteils sind wir jetzt ziemlich eingespielt und wissen, was wir zu tun haben. Ne? Und dann gibt es auch nicht so viel Stress. Das ist krass, das ist schön. Was mich sehr beeindruckt hat, ich habe gestern einen Artikel gelesen, da steht drin, du kannst 4 Oktaven singen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Es sind sogar ein bisschen mehr als 4. Aber zum Singen brauche ich das eigentlich selten, weil das klingt halt dann nicht mehr so angenehm fürs Ohr. Ne? Für Glory Hammer würde ich sagen, brauche ich ungefähr 3 Oktaven. Krass. Ja. Und, also ich meine, ich weiß, viel ist natürlich gegeben, aber da ist auch viel Arbeit hinten dran, oder? Ja, ja, definitiv. Also das meiste ist eigentlich Training. Natürlich brauchst du dann ein gewisses Grundtalent wahrscheinlich,
Und ich habe halt früh angefangen mit 6 zu singen und habe probiert damals Iron Maiden zu imitieren. Und ja, habe dann gemerkt, dass es irgendwie funktioniert. Wenn du ein Nachtisch wärst du eher so eine richtig deftige Sahnetorte oder so ein kleines fruchtiges Schnittchen? Ist das ein Anmacher jetzt hier? Ja, ich stehe mehr auf das Schokoladenzeugs. Ja? Richtig deftig? Ja. Werde ich nachher auch noch haben hier. Ja, beschreibst du mir mal. Was beschreibst du mir? Sahnetorte für später. Ach so, also es wird nicht eine Torte sein, aber hier im Rockhard, habe ich vorher gerade gesehen, da gibt es effektiv einen Schokobrunnen. Wie geil ist das hier? Schokobrunnen. Und zwar mit flüssiger Schokolade, ne? Natürlich, logischerweise, und mit Früchten, zum Beispiel Erdbeeren. Und dann werde ich mir wahrscheinlich Erdbeeren und Bananen nehmen und so ein bisschen tunken. So. Das klingt echt verführerisch. Absolut geil. Generell, wie findest du es denn hier auf dem Rockhard? Das ist einfach eines der besten Festivals für mich persönlich, weil ich habe einfach so eine super Erinnerung an das erste Mal, als wir hier waren schon. Und jetzt hat sich das wiederholt. Und ich meine, besser geht's eigentlich nicht. Wer ist eigentlich dein kleiner Freund hier? Das habe ich heute erhalten von einer Dame bei der Signing-Session. Und ab und zu kriege ich so Einhörner und die behalte ich dann und hänge sie irgendwo zu Hause dann auf mal. Wie viel hast du schon? Ein paar, ich weiß nicht. Saugeil. Generell, ich weiß, ich stelle hier ziemlich viele Fragen und viel ist auch schon in anderen Interviews gefragt worden. Was mich interessiert ist, gibt es für dich eine Frage, die so noch nie gestellt wurde, wo du aber immer sagst, die hätte ich gerne mal beantwortet? Es gibt sicherlich viele Fragen, die noch nie gestellt wurden. Aber da bin ich eigentlich auch froh drüber manchmal. Und also ich stelle mir selbst keine Fragen. Ich höre immer zu und dann probiere ich die möglichst wahrheitsgemäß zu beantworten. Meistens. Was ist denn eigentlich so dein schlimmstes Suff-Erlebnis? Eben, das ist so eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Okay, kein Thema. Das Problem ist, ich weiß ja auch nicht mehr alles nachher. Ne? Und ich höre nur so Geschichten und da sage ich, das kann nicht ich sein. Das ist unmöglich. Was ist so, wenn du jetzt ganz spontan die schönste Erinnerung, die dir so einfällt? Du meinst jetzt grundsätzlich über dein Leben? Über mein Leben. Also ich würde sagen, Geburt des Sohnes ist natürlich so ein Highlight. Und dann auch, dass Glory Hammer so gut funktioniert als Ganzes. Das für mich schon. Kannst du mir ein bisschen die Atmosphäre in der Band beschreiben? Die ist immer ziemlich, ich sage aufgeregt, ist vielleicht das falsche Wort, aber im positiven Sinne aufgeregt, mit Vorfreude, wenn wir Gigs spielen, weil wir uns auch nicht so oft sehen, gehen wir einander auch nicht so oft auf den Geist. Ne? Das ist noch so ein Vorteil. Und immer wenn wir uns treffen, dann macht es einfach wieder Spaß. Und so muss es sein. Das ist super. Ja. Ich habe jetzt noch 4 Fragen aus der Community bekommen. Die erste Frage kommt von einem Kollegen von mir, Doug Siffler, und er möchte wissen, Rockhards oder Summer Breeze? Gute Frage. Also Summer Breeze war auch super, muss ich sagen. Damals war einfach unser Pech, dass das Gewitter gleich angefangen hat und das Zelt räumen müssen. Summer Breeze ist größer als Rockhards. Rockhards hat mir noch ein bisschen besser gefallen damals beim ersten Mal und jetzt beim zweiten Mal, weil sich die Leute effektiv auf die Knie niedergelassen haben für den Hoodsman. Und das finde ich einfach schon ziemlich geil. Die nächste Frage kommt von Katrin. Wer oder was sind eigentlich Glory Hammer? Wer oder was sind Glory Hammer? Es gibt solche, die vermuten, das ist ein Schwulenporno. Und das kann ich bestätigen. Wir wurden ja mal verklagt. Echt jetzt? Nein, ist ein Witz. Aber es war mal ein April-Scherz tatsächlich. Glory Hammer. Tja, ich würde sagen, das ist irgend so eine Band. Sehr geil. Warum eigentlich Power Metal? Ich habe schon verstanden, Porno-Metal. Power Metal. Wieso Power Metal? Für mich persönlich, ich mag Metal im Generellen, aber insbesondere mag ich Power Metal, weil es einfach schöne Melodien hat und weil ich gerne melodiös singe. Und die anderen, ich denke, die sind auch mit dem aufgewachsen und da kommt man halt nicht mehr drum herum, dass man es mag. Ne? Hast du eigentlich musikalische Vorbilder? Du hast schon Iron Maiden erwähnt, gibt es noch mehr? Also Bruce Dickinson von Iron Maiden ist mein gesangliches Hauptvorbild, auch showtechnisch würde ich sagen, finde ich super. Es gibt aber auch andere Sänger, die ich super finde, wie zum Beispiel hier Jorn Lande, ist auch einer meiner Lieblingssänger. Zum Beispiel Russell Allen von Symphony X und so weiter. Also ich orientiere mich ein bisschen, oder habe mich früher daran orientiert, aber mittlerweile probiere ich einfach mein eigenes Ding auch durchzuziehen. Ne? Hast du eigentlich lange gebraucht, um so selbstsicher auf der Bühne zu wirken? Nein, das ist lustigerweise schon vom ersten Mal so gewesen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, es liegt manchmal im Blut. Ja. Also du würdest dich als Rampensau beschreiben. Wahrscheinlich, aber nur auf der Bühne eigentlich. Ich bin sonst eher so ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen. Ne? Das ist super, sehr schön. Dann nochmal eine Frage von Katrin. Kann ich eine CD haben? Auf dem Rockhards gibt es keine mehr. Nein. Kurz und knapp. Ich habe auch keine. Tut mir leid. Eine Frage noch aus einer Community vom Doug Siffler bekommen, vom Tilo Skies. Und der fragt, das kann man gar nicht so richtig nehmen, was war bisher der beste, aufregendste Moment in der Bandgeschichte?
Der aufregendste Moment für mich, ja, ich würde sagen, ja, als das erste Album rausgekommen ist und die Facebook-Likes ins Unermessliche schossen und auch vom Video, ne? Das war für mich persönlich schon ziemlich aufregend damals. Krass. Ja. Super, das war echt toll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war der Hammer. Gern geschehen. Du bist ein wunderbarer Interviewpartner. Ich hoffe, das wiederholen wir irgendwann mal. Ja, gerne. Und ich wünsche dir jetzt noch sehr viel Spaß auf dem Rockplatz. Das wünsche ich dir ebenfalls. Dankeschön. Und wenn ihr Bock habt und Lust habt, dann könnt ihr da an der Seite Orcapt abonnieren, um Teil dieses unglaublichen Clans zu werden. Unten habe ich euch Glory Hammer verlinkt und den guten Mann, der das tolle Kostüm gefertigt hat. Du musst mir den Link unbedingt noch schicken. Und ihr findet noch 2 wunderbare Videos. Zum einen mit Sicherheit das epische Video übers Rockharz und irgendwas anderes Schönes, was ich noch neben dran packe. Vielleicht das Video zum Summer Breeze von letztem Jahr. Ich muss mal gucken. Wird auf jeden Fall der Wahnsinn. In diesem Sinne, habt noch einen traumhaften Tag, eine geile Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war gut.